Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Der letzte Part ist für mich lange her. Lange her heißt an sich nur 2 Tage. Ne, gestern, ja, nur einen Tag, nicht mal 24 Stunden. Aber von der Spielzeit her ist es lange her, denn wir sind jetzt bei ungefähr 53 Stunden. Als ich das letzte Mal ausgemacht habe, waren wir glaube ich bei 47 oder 48. Man sieht, ich habe fast 3 Millionen Galt. Ich bin ein paar Level aufgestiegen. Aber das Wichtigste von allen, ich habe ein bisschen gepokert. Dabei für Mila dieses Outfit freigeschaltet, was wir schon aus Teil 1 kennen. Und für Luga das Zocker-Outfit freigeschaltet, was ein bisschen so ein Poker-Master-Outfit sein soll. Ich habe außerdem alle Katzen, die es hier noch gibt, gefunden. Fort Gandella war das, was noch gefehlt hatte. Da gab es noch 2 Katzen. Habe damit jetzt 98 von 100. Die letzten beiden gibt es tatsächlich in Kanan. Ich habe einen neuen Helm. Etliche Bakras besiegt. Normale, bronzene, silberne, goldene, weil ich die letztendlich für diese Jobs hier gebraucht habe. Ich habe jetzt gerade 4 Stunden lang oder so nur diese Job-Scheiße gemacht. Ich habe mir die Remus Dunkelheit und vorher die Remus Wasser hergestellt inzwischen. Und habe noch ein paar neue Joke-Waffen bekommen. Durch die Quests hier, durch diese Gegner-Töt-Quests. Da haben wir einmal für ihn hier das Kochgeschirr. Finde ich super cool, wirklich. Dann nochmal für ihn der Langstiel. Gut, da muss ich sagen, das kann ich noch gar nicht, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Das ist wie so ein Poffhammer halt, finde ich auch ziemlich cool. Und nochmal für ihn hier die Schießstäbchen und die Miau-Wummen. Die machen, ich habe schon geguckt, die machen leider keine Miau-Geräusche, aber sehen verdammt cool aus. Ich glaube, hier gab es sonst Blechdosenhammer hatten wir schon und die Katzenschwänze hatten wir auch schon. Ja, ansonsten, ach ja, genau, für Rowan, das haben wir ja, glaube ich, onscreen gemacht hier mit dem versiegelten Schicksal 2. Für sie hier habe ich das versiegelte Fandom, auch keine Ahnung, zu welchem Tales of das gehört, aber ihre versiegelte Waffe, das habe ich auch gemacht. Und bei ihr hier versiegelte neue Welt, keine Ahnung, ob das irgendwie zu dem Remake von Tales of the World gehört oder Tales of the World 2 oder wie das hieß, oder vielleicht heißt es sogar Tales of the New World, keine Ahnung. Ja, damit haben wir auf jeden Fall alle Tales of Waffen jetzt. Gut. Ich habe außerdem einiges weiteres noch geschafft. Ich habe, wie man hier jetzt sehen wird, die Freundschaft zu Jude gemaxt. Da ist allerdings gar nichts passiert. Allerdings ist seitdem ein grünes Quest-Ausrufezeichen in Fenmon. Deswegen vermute ich mal, dass ich da mit ihm reden muss. Und ich habe das von Gaius auf 9 Herzen gebracht und damit seine Verbindungsattacke bekommen. Die ist ziemlich cool. Ich würde mal sagen, nicht so mega spektakulär eigentlich, aber trotzdem ziemlich cool. Die werde ich bei Zeiten mal zeigen. Ja, die Katzen sind gerade unterwegs, noch eine Lichtpilzspore zu holen, damit wir noch eine bessere Waffe für, eine bessere Ausrüstung für Mila herstellen können. Aber was halt wirklich am allerwichtigsten ist, ich habe hier inzwischen die Goldmedaille. Also das zweithöchste. Ich glaube, als ich das letzte Mal das Let's Playern hatte, war ich beim Silbersiegel. Das heißt, ich habe Silberabzeichen sogar. Das heißt, ich habe inzwischen Silbersiegel, Silbermedaille, Goldmarke, Goldabzeichen, Goldsiegel und Goldmedaille gemacht. Und mir fehlen jetzt zum Aufstieg hier noch 7469 und das, was ich jetzt gerade gemacht habe und jetzt abgebe, bringt 7788. Das bedeutet, wir bekommen jetzt die Meistermedaille. Danke. Komme ich dafür eine Trophäe? Oder nicht? Keine Trophäe. Fuck you. Auf jeden Fall habe ich eine Trophäe für Freundschaft mit Jude Maxon bekommen. Ich werde jetzt mal kurz einfach eine Map neu laden, damit sich dieser Monsterstand da einmal komplett resettet. Und jetzt müsste es da noch 2 neue Quests geben und die will ich jetzt noch machen. Wir wollen in dem Part jetzt 3 Sachen schaffen. Warum gibt es das nicht? Eigentlich müsste es das jetzt geben, aber gut, dann kann es sein, dass es das erst ab einer bestimmten Sache gibt. Also als erstes wollen wir sehen, was jetzt passiert, wenn ich nach Fenmon gehe.
Also, ich denke mal, ich muss zu Jude, der müsste ja dann beim LaForge sein. Muss ich zu Jude? Ja. Der wird mir dann, keine Ahnung, jetzt was geben oder was weiß ich. Ich weiß es wirklich nicht. Das Ausrufezeichen ist gekommen, als ich das 10. Herz bekommen habe. Deswegen würde er mich jetzt wahrscheinlich persönlich sprechen wollen. In seiner Heimatstadt. Hallo Jude. Weißt du, Luga, ich war hier bis vor kurzem noch Medizinstudent. Ich wollte immer nur meinen Abschluss machen und in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich eigentlich wollte. Aber dann entdeckten wir, dass jenseits des Himmels eine ganz andere Welt existiert. Olympias. Und nun bin ich hier, auf Reisen mit einem Olympion. Das ist wirklich seltsam, weißt du? Hey, ich habe mich gefragt, würdest du gern den Namen unseres verbundenen mystischen Arts ändern? Oh Gott, warum? Ach, nur so, ich habe nur das Gefühl, die Dinger haben sich so sehr verändert, dass ich einen Namen wollte, der diesen Moment festhält. Weißt du, was ich meine? Hast du eine Idee? Zorn des Himmels, himmlisches Urteil. Zorn des Himmels. Wirklich? Ich verstehe. Mit diesem Namen verbindest du wohl auch einiges, was? Dann lassen wir ihn lieber so, wie er ist. Ja. Genug ausgeruht. Gehen wir, Luga. Du kannst den Namen von Jude und Lugas verbundene mystischen Art jederzeit ändern, indem du mit Jude im Vermont sprichst. Das war's jetzt, ja. Ich bekomme nur das Fertigkeitenbuch ungeschlagen. Aber das ist alles, was ich jetzt mit den 10 Herzen machen kann, ja. Muss ich sagen, das ist etwas sehr unbefriedigend. Standfestigkeit, muss ich mal kurz gucken. Wahrscheinlich kann ich nicht umgeschlagen werden oder sowas, keine Ahnung. Standfestigkeit. 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 Na komm schon, wo ist es? Standfestigkeit, da. 32. Umgehe das Taumelrisiko, wenn beide Füße am Boden stehen. Cool. Cool, aber kann ich mir nicht leisten. Aber das war jetzt wirklich alles. Ich dachte, wir bekommen vielleicht noch ein Outfit oder sowas, aber das ist jetzt echt alles gewesen. Umbenannt. Moment, was? Moment mal. Was stand hier gerade mit Julius? Ja, nimm den Namen, den Julius für seinen Angriff hatte. Oh, aber es ist okay, wenn du ihn wieder ändern willst. Gib mir einfach Bescheid. Na, wenn das Julius es war, dann will ich das auf jeden Fall behalten. Cool. Aber das war jetzt wirklich alles. Wir haben einfach nur den Namen geändert. Scheinbar nicht mal das Aussehen oder so, sondern wirklich einfach den Namen. Okay. So, ich glaube, damit müsste dann jetzt... Ja. Ich habe mich übrigens mal kundgelesen. Es ist tatsächlich so, dass es noch eine Bonus-Episode, also ein Bonuskapitel gibt. Also ein Bonus-Freundschaftsereignis sozusagen, wenn man alle anderen... Oder wenn man bestimmte andere gemacht hat. Allerdings muss man, um das quasi freizuschalten, einmal nach Canaan gegangen sein. Das gibt mir dann die Bestätigung, dass wenn ich in Canaan war, ich wieder zurück kann. Und da muss ich ja dann außerdem auch nochmal Katzen hinschicken und so, weil ich will die 100 verfickten Katzen haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Canaan, schauen uns das an und dann machen wir das Bonus-Freundschaftsereignis noch in dem Part. Lichtbildsporen, sehr schön. Dann lasse ich die Katzen jetzt erstmal hier, um sie dann gleich dahin schicken zu können. Oh, ich bin auf der falschen Seite reingegangen. Ich muss doch bei Reasonmax hier rein. Aber ist nicht so schlimm, ich wollte sowieso nochmal schnell hier was herstellen. Ist es denn der Königinnenmantel? Sehr schön. Dann bitte. Danke. Okay, dann also nochmal die andere Seite von Marksburg. Dankeschön. Und wir betreten jetzt das Land of Canaan, das Land Canaan halt. Und ach ja, gut, dass wir das nochmal... Gut, dass der hier nochmal steht, weil ich muss an meine Items aufstocken. Okay. Ja, und ich werde jetzt mal, also von den fast 3 Millionen, die ich habe, werde ich jetzt mal 2 reinschicken.
Genau, dafür habe ich auf jeden Fall was bekommen. Das muss ich jetzt auch ganz schnell gucken. Was bekomme ich dafür? Was bekomme ich? Was bekomme ich denn? Katzenminze. Absolute Abwehr. Freundschaftstrank mal 7. Geisteskraft. Ohne Jacke leer. Extra wendig. Bewegungsdrang. Kraftschub. Geist 3. Artanstieg. Hirngymnastik. Okay. Eins davon hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich das nicht reinnehmen kann. Du, das ist doch hier noch Intelligenz 3, genau, das willst du auf jeden Fall. Oh, du hast so viele Punkte, ich muss hier irgendwann nochmal drüber schauen. Vielleicht kurz vorm Endkampf nochmal schnell, weil ich will heute eigentlich durchspielen. Aber was ist denn ohne Jacke leer? Okay. Können wir ja ausgerüstet lassen. Aber dann so, das sieht dann eigentlich ganz gut aus. Okay. Gut. Dann jetzt bitte ab nach Canaan. Und danach können wir, wie gesagt, das Freundschaftsereignis machen. Und ich denke mal, dass ich danach auch die Quest bekomme, auf die ich jetzt gewartet habe. Also die Quest an dem Queststand sozusagen. Aber erstmal hallo. Canaan. Ja, bitte. Hin da. Bin gespannt. Wow. Okay, ich habe was ganz anderes erwartet. This sensation. What's all that smoky stuff? It gives me the creeps. It's just my asthma. Although it might even kill Mila and me if we linger too long. What? That is one foul fog! This miasma, isn't it only supposed to be produced if soul purification stops? Miasma is expelled as souls pass through the cycle of reincarnation. It's a toxin that eats away at souls. Usually Origin should be keeping it under control. Great, and we're supposed to just hold our noses and charge through it? Beasley already has. By using L's power, no doubt. Easy now. No need to waste what your brother's life bought us. Mila. Right. A trap by Kronos? Yes. He's probably warping the space around us. Creating tricks of light, illusions to waylay us. It's hard enough to see straight in this funhouse, let alone fight. Now what? Muse and I could charge forward and dispel Kronos' power. However, We'd deplete our strength and be useless in the battle to come. if each of the four great spirits could shield one of us, we'd be able to move forward without weakening. Good thinking, but Right. Only 4 of us could actually move on. Oh Gott. Luger, you decide who goes. Okay. Definitiv interessant, aber ich glaube, ich will doch erstmal nochmal schnell nach Max jetzt zurück. Beziehungsweise Olympia ist halt zurück in meine Welt. Nicht Kanan, Kanan ist böse. Ich habe mir Kanan vollkommen anders vorgestellt. Also nicht mal ansatzweise so, hey Katze, Fauntleroy, cool. Dann können wir die Katzen jetzt schon hinschicken. Was war das denn gerade für ein Sprung? Ja, ich weiß, dass du das überlegen musst, aber kann ich erstmal nochmal... Nein, kann ich nicht. Ui. Ich will nochmal zurück. Boah, jetzt müssen sie mich entscheiden. Also auf jeden Fall Elise. Luger und Elise, ganz klar. Zurück nochmal. Okay, also...
Luga, Elise, Gaius, Mila oder Luga... Ja, doch, Luga, Elise, Gaius, Mila. Klingt eigentlich am logischsten. Luga, Mila, Elise, Gaius. Ja. Oh. The Four is saying cats can come along for free. Ich kann bestimmt jederzeit hierhin zurück und meine Gruppe ändern, oder? Na klar. Okay, kann ich jetzt trotzdem nochmal hier raus? Sehr schön. Ah ja, und jetzt ist hier in Marksburg auch dieses Zeichen. Sehr schön. Okay. Damit haben wir das. Wir waren jetzt einmal in Canaan. Können da dann jetzt auch unsere Katzen hinschicken. Das werde ich jetzt auch sofort tun. Miau. Hier, Land Canaan. Der letzte Ort, der noch fehlt. Und die letzte Katze. Denn wir haben jetzt 99, ne? Ja, krass. Okay, dann haben wir jetzt hier auch die neue Quest. Aha! Einmal das, dann das hier, genau, das muss ich dann noch machen, richtig. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich noch eine andere Quest machen und die will ich dann auf jeden Fall zeigen, weil die ist was Besonderes, von der habe ich schon mal gelesen, ein bisschen, was da so ist. Und das will ich auf jeden Fall gemacht haben. Das hier mache ich jetzt gerade mal, um ein ganzes bisschen Geld zu bekommen. Ich brauche zwar die Punkte da an sich nicht mehr, aber Kohle kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. So, also wir müssen einmal nach Spirits AG und in der TheJuuuUuJuuuu Viecher besiegen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Leia, what are you writing? I'm just jotting some notes in my Elle diary. Elle diary? I'm keeping track of what happens while Elle's away. So when we see her, we won't have forgotten anything. So it's like a souvenir for Elle? Maybe I should get her something too. A collection of pretty stones, maybe. You'll have to prepare her favorite meal, Luca. Yeah. And you can put on a cloak and golden crown for her, Gaius. A cloak and crown? I'm sure that's how Elle likes to see her kings. What about me? When we get to Canaan, you'll show her what it is you do. That is what you promised her, is it not? Yes. Yes, it is. Hey, Tipo. What do you really think of me? You're a god among men! So handsome, so cool, so stylish. Oh my. How did you do that? Your mouth wasn't moving at all. Oh, it's easy enough. I've been waiting for a chance to do that since forever. If you don't mind. But the handsomest of all is that silver fox Rowan. Wow. Impressive. It was just like he was talking. You honor me. I want to try. Oh, I'm so hungry. Let's eat soon. Mila, that was amazing. Is there anything the Lord of Spirits can't do? It pains me to say it, but I think you have all of us beaten. Really? Thanks. I've never tried that before, but it's quite entertaining. I bet with a little bit of practice... That's enough. Stop treating Tipo like a ventriloquist dummy. My body is not your plaything. Plaything, you say? Why, that gives me all sorts of interesting ideas. Like what? Her eyes are scaring me. Kein Kommentar. So, dann werden wir jetzt das Freundschaftsereignis machen. Dann werde ich offscreen nochmal kurz die beiden Quests machen, die ich da habe, weil bei dem einen, da müssen wir kurz was für Vera machen. Das ist einfach uninteressant, das brauche ich nicht zeigen. Und bei dem anderen muss ich nur Viecher killen. Aber danach die Quest, die wir dann bekommen, die zeige ich am Anfang des nächsten Parts noch schnell, wenn wir das überhaupt schaffen, levelmäßig. Und dann geht's mit der Story weiter ins finale Kapitel. Ach ja, Sheridan, genau. Das ist das. Okay, also erstmal das letzte Freundschaftsereignis. Hallo, Ivor.
Bonuskapitel beginnen. Ja, bitte. Bonuskapitel, die Bedeutung des Vertrauens. So that's Kanan. I take it you guys have something to do with it. Ivor, what happened with Spurious? Exactly what I expected. I got canned. Sorry to hear that. So, I've decided to return to Niakara. I missed communing with all the critters there anyway. Save your pity. This is humiliating enough already. Jude, I swear I'm gonna figure out my mission in life. That's the only difference between you and me. You've already discovered your purpose. Until you discover yours. Would you watch over Niakara for me? Of course I will, Lady Mila. We're family. Thank you, Ivor. He seems to be in a better place. Yeah, I'm happy for him. Yes? Oh dear. I understand. I will formulate a plan to deal with this at once. What is it? Fort Gondola's golems have gone berserk. Several of them are advancing on Sheraton as we speak. The golems are headed towards Sheraton? Briselle's in danger! Why'd they go berserk? The fort was struck by a massive tornado. A tornado? Another side effect of nixing the schism, I take it. Most likely. Spirit climbs have become unstable throughout Riza Maxia. They had deployed the golems hoping to divert the tornado's course. But the odds controlling those monster machines may have been disrupted by the sudden magnetic shifts of the tornado. Even the new Golem model? I'm afraid so. Its engineers apparently saw the tornado as an opportunity to test its abilities. And its ability-limiting mechanisms? Primary and backup governors were installed. Unfortunately, the spirit channeler controlling those governors was killed by the tornado. So chances are they're no longer operational. Mila, I want to stop them. I could use your help. Very well. Luger, we should lend a hand. Golems are no run-of-the-mill monsters. Was ist ein Golem? Natürlich einverstanden. Much obliged. I owe you for this. Luger, Jude, Mila, and Rowan will go to Sheraton to inform Giselle. Understood. We'll establish a local command center and a last line of defense. Everyone else come with me to the Talus High Road. We'll split up to scout the Golem's progress. I'll lead the way. I'll round up the boosters we need. Please do. We'd better hurry. We have to warn Giselle about the golems. Also ganz schnell ab nach Sheraton. Hier. Bitte. Ereignisse aktualisiert. Aber meine Katzen sind noch nicht wieder da, oder? Nee. Aber losgeschickt sind sie gut. Ich will bitte mein letztes Kätzchen haben. Und die Objekte hier. Ich bin mal gespannt. Ach ja, wir haben übrigens natürlich etliche neue Objekte hier, aber ist alles relativ unspektakulär. Also wir haben unter anderem, ich weiß nicht, ob ich das hier schon gezeigt hatte, ich glaube, das war noch in der Aufnahme. Wir haben eine Schutzbrille, wir haben, ach, was war denn hier noch so? Eine Sonnenbrille war noch, genau die hier. Die Schieberschnauze ist noch neu. Schwarze Hundeschnauze, weiß ich nicht schon, weiß ich nicht, ob wir die schon hatten oder nicht. Genau wie bei dem Schwanz, dem schwarzen. Keine Ahnung, was das hier sein soll nach wie vor. Aber das hatten wir ja schon. Ich glaube, sonst viel mehr war nicht. Also es war, ja, die buschigen Augenbrauen aus Teil 1 haben wir wieder. Der Verband war, glaube ich, noch neu. Ja,
Aber da hört es, glaube ich, langsam echt auf. Genau, der Dolch mit Scheide ist noch neu, aber hier weiß ich gar nicht, wo der ist. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ist der am Fuß da unten? Nee, ne? Nee. Ja, und das war's. Ja. Okay, jetzt gehen wir ganz schnell zu Mademoiselle. Griselda! Griselda! Achtung, da kommen Golems! Oh, what perfect timing. We were just getting ready for tea. There's no time for that. What? Rogue golems are rampaging toward Sherrilton? We're preparing to intercept them. As for you, my lady. Order the Self-Defense Force and the Coalition of Merchants to blockade the Talus High Road immediately. Tell them it's because of tornado activity. No need to start a panic. Send a message to all merchant groups in the vicinity to return to the city. Explain that House Cheryl will compensate them for any damages. Yes, my lady. Splendidly done, Lady Giselle. I couldn't agree more. You honor me, King Gaius. What's the status of the golems? They've split in 3 groups, left, right, and center. We've secured 3 boosters, so we can send out 3 teams. The central group had a golem we've never seen before. It's a new model. A new model? Yes, it's an enhanced golem, capable of manipulating all 4 elements. Earth, water, fire, and wind. Mila may be the only one of us capable of meeting that threat, thanks to her ability to command the 4 great spirits. Are you serious? Wasn't the development of these sorts of weapons banned under the ceasefire agreement? I proposed developing them in secret. I gave my approval. Why would you do that? Olympius is more than a little mightier. They're packing military airships and Spyrix weaponry. I suppose Riza Maxia must make a show of strength if it's to negotiate on equal footing. I'm not one to believe might makes right. But those who repudiate power often become its victims. Wielding power you can't control can make you its victim too. That I cannot deny. Perhaps today's incident will serve as a cautionary tale. Regardless, we're gonna have an international incident on our hands if we don't stop them before things get serious. I've devised a plan of action that takes into account everyone's respective combat abilities. Mila, I'd like you and the central team to battle the new golem model. Luga, Jude, and myself will use a booster to support you. Alvin, Elise, and Leia will make up the left team. Roger that. Can I count on you to handle the booster? Of course. Wouldn't be the first time. Gaius, I'd like you and Muse to deal with the golems on the right wing. Of course, this is my responsibility. Nothing the 2 of us can't handle. Dressel, prepare an evacuation plan for the city. Odds are 1 in 100 it will come to that, but you should be ready. I will do what you ask. But knowing you guys, I'd lay the odds at 1 in a million. Naja, bei dem Balancing mal gucken. Okay, das heißt, ich möchte gerne noch einmal ganz schnell speichern und dann gehen wir auf die Teleswin-Straße. Reisen mit der... Ich weiß, der Part ist jetzt schon relativ lang, aber ich möchte das jetzt noch geschafft haben. Hey Jude, it's me. Ivor, what's going on? The local critters found something interesting on the Neokara Holomont. Sorry, Ivor. We've got an emergency on our hands right now. What's going on? Well... Lady Mila is going up against a multi-elemental golem? So this is destiny. I understand, Jude. To the Talus High Road. Huh? What do you understand? Nein! We don't have time. We better get moving. Ich muss übrigens mal gestehen, ich bin extremst gespannt, was ich hier bekomme. Also als Belohnung, das Item.
Oder wenn ich überhaupt ein Item bekomme, vielleicht bekomme ich einfach nur Kohle und einen Titel oder sowas. Oder Freundschaft und was weiß ich. Aber ich bin jedenfalls gespannt und deswegen muss ich jetzt nochmal ganz schnell... Oh Gott, what the fuck, was geht hier denn ab? Nochmal ganz schnell speichern. Aber ich möchte es jetzt noch schaffen. Ich weiß, der Part ist jetzt schon 30 Minuten lang und er wird wahrscheinlich dadurch nur noch länger, logischerweise, aber tut mir leid, ich will das jetzt geschafft haben. Wo genau muss ich hin? Oh Gott, ist ja gar nicht weit. Ich kann nicht reisen, das heißt, ich kann mich nicht einfach nach Fort Gandella teleportieren und von da aus reingehen. Ja, was wohl, dass er jetzt hier sein wird. Gleich. Und dass du dahin sollst. Aber ich glaube auch, dass er gleich hier sein wird, oder? Also so würde ich ihn zumindest einschätzen, den guten alten Ivar. Okay, Tempo, Tempo, Tempo. Tempo, Taschentuch. Wow. Hi. Heilige Scheiße, das nenne ich optionalen Boss, der mich wahrscheinlich richtig abfacken wird. Elementar-Golem. Stufe 74, oder? Der ist über mir. Au. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, resistent gegen Feuer, das ist ja toll, weil meine stärkste Attacke ist Feuer. Es kotzt mir ein bisschen an, dass ich Gaius nicht dabei habe, weil ich mit Gaius jetzt super Verbindungsattacken habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit was ich mit Jude schon noch alles hatte. Ich weiß es nicht mehr. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt in Commodus 3 gehe. Und ihm mal ein bisschen was, ja, von meiner Meinung erzähle hier. Dem Herr Elementar Golem. Accenture ist immer eine gute Attacke, es macht so viel Schaden. Auch wenn es eigentlich eine Attacke auf alle sein soll. Wieso geht's nicht? Hä? Oh Gott, er hat sein Element gewechselt, glaube ich. Okay. Zu Erde oder so. 1? Sag mir jetzt nicht, ihr kriegt jetzt gerade keinen physischen Schaden. Fuck you. Oh, er ist resistent gegen alles. Jetzt muss ich den Verstärker benutzen damit. What? Are you fucking kidding me? Jetzt habe ich meinen Commodus verschwendet. What? Now there's 2 new golems? What? Bloody hell. I should have known they would build more than one. What'll we do? Yes! Do something! Ivor? Balin? I'm here to save the day! A spirit fossil? Is this what you found in the Neokera Holomont? That strange pulsing. It can't be. It can be. It's Maxwell. Hui. You have one of those booster majigs. That's all you need to make it, right? A Maxwell Spyrite. But would you really be able to control a Maxwell Spyrite? Heck if I know. But hey, that's Jude's job, right? I'll buy you some time. Ich will die Schwerter von Ivor immer noch haben. Can you translate the spirit signals? Sure I can, but the message doesn't seem to make all that much sense. Muster thy will and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. Prove yourself? I wonder what we're supposed to do. Right. It's now or never. Hi.
Maxwell. Spirits. Now. Luger, Rowan. Understood. Jetzt kann Jude Maxwell's Spyrite verwenden. Okay. Maxwell. Wo ist denn das hier? Maxwell? Oder wie heißt denn das denn? Maxwell. Hier. Ja, auf jeden Fall einschalten, natürlich. Hat sogar mit Maxwell Verbindungsattacken. Mit Leia und Musei. Okay, dann snacken wir uns noch ganz schnell was, wenn wir schon mal das Menü haben. Für, ich würde sagen, ja, Angriff und Verteidigung haben wir nicht mehr da. Oder doch, hier. Brauche ich noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Let's go. Also 2 Elementar-Golems jetzt, ja. Aber ich mache halt leider absolut keinen Schaden. Das müsste jetzt mal Jude machen. Aber dann mach das doch bitte auch, Jude. Mach mal, ne? Ich verbinde mich auch mit jemand anderem, wenn du willst. Ich kann halt keinen Schaden machen, von daher bringt es gerade nicht viel hier anzugreifen, ne? Hä, wie... Okay, der hat auf jeden Fall schon eine Menge Schaden kassiert, aber ich glaube, das ist noch der von dem Kampf davor. Tja, wie hast du dir das jetzt gedacht, Spiel? Ich hab's noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Er wehrt halt momentan alles ab. Haben die immer noch volle HP? Ja, die haben noch keinen Schaden genommen. Doch, der hat ein bisschen Schaden genommen. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das halt gedacht ist gerade. Das macht halt alles keinen Schaden, ne? Moment. Tja. Man konnte doch irgendwie... Oh, jetzt habe ich Chromatus gemacht. Das wollte ich nicht. Mist. Ja toll, jetzt kann ich auch nur hier... Es bringt nichts. Kann ich mich zurückverwandeln? Geht gar nicht. Ja, das hat jetzt natürlich absolut nichts gemacht, aber ich verstehe den Kampf gerade ehrlich gesagt nicht. Aber hey, ich mache immerhin einen Schaden. Pro Treffer hier gerade. So. Jetzt bin ich Jude. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir machen jetzt mal den ruhenden Wolf. Machen wir jetzt mal kurz hier hin. Ne, wir machen hier Maxwell. So. Jetzt werde ich aber die ganze Zeit mit der Attacke Maxwell draufhauen. Was anderes bleibt mir gerade, glaube ich, nicht übrig. Aua. Okay. Mache ich da jetzt gerade eigentlich Schaden oder nicht? Ich meine, ich mache so gut wie keinen Schaden. Aber es kann doch jetzt nicht nur einer gerade Schaden machen insgesamt. Das ergibt doch keinen Sinn. Hä, wie soll denn der Kampf so funktionieren? Irgendwas übersehe ich gerade. Hey, das hier macht Schaden. Das ist gut zu wissen. Jetzt nicht mehr. Ach so, kann es sein, dass dieses Maxwell-Ding kurzzeitig die Verteidigung ausschaltet, sodass jeder kurz Schaden macht oder so? Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe noch nicht ganz, wie der Kampf funktioniert, aber ich mache auf jeden Fall gerade eine Menge Schaden. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Von allen. Der Rest ist Wurst. Hauptsache, ich mache Schaden. Und Jude macht auch so mit seinen normalen Attacken Schaden.
Oh, er ist jetzt gerade schwach gegen alles. Das ist gut zu wissen. Na dann drauf. Dann rauf, komm, der erste ist fast tot. Wenn er jetzt gerade schwach gegen alles ist, muss ich das ausnutzen. Los! Okay, der erste ist damit down. Jetzt noch der zweite hier. Nochmal 100-mal die Attacke Maxwell raufhauen. Irgendwas anderes bleibt mir eh nicht über. Jetzt ist er wieder schwach gegen alles. Sehr schön. Das heißt so, ich wechsle jetzt wieder zu Luger. Weil wenn er jetzt schwach gegen alles ist, dann, ja wie gesagt, dann kann ich auch einfach so hier mal ein bisschen raufhauen, ne? Und dann kann ich auch... Ne, jetzt nicht mehr. Okay, ups. Ich wollte gerade wieder in den Chromatus wechseln. Aber jetzt hat er seine Schwäche schon wieder verloren. Jetzt hat er sie wieder. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz schnell hier ein bisschen raufhaue und ganz schnell das hier mache, dann mache ich noch schnell Schaden. Sehr gut. Zwar nicht mega viel, aber immerhin ein bisschen. Jetzt wieder nur ein. Okay, wieder zu Jude wechseln und wieder mit Maxwell raufhauen. Er ist auch fast tot, sehr gut. Okay, jetzt habe ich das Prinzip ein bisschen verstanden. Man sollte hier wohl irgendwie einfach Jude spielen. Oder alle anderen Arts bei Jude deaktivieren oder sowas in der Art. In der Art, versteht ihr? Sehr schön. Geschafft. Victory is ours, but the real trial is yet to come. Danke. Danke. Now I have this. Ich bin gespannt auf meine Belohnung. Jude! The spy right is too much for him. I'm on it! We'll wrangle this thing together! No, it's not a matter of controlling it. We need to get in sync. We need to find a way to communicate. Ah, interesting. So you do understand. Very well. Then prove yourself to me. What do you mean by prove yourself? Muster thy will, and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. It's the same message as the spirit code. It's an old family tune. A real blast from the past. It's called the Hymn of Proof. It's supposed to be about longing to see someone. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. Nein. Ja. Wait, you're telling me Sorry, the ich wurde song gerade gerufen. itself is the proof? Actually, that is entirely possible. Maxwell, did you seek proof the very first time you were summoned by a human? I did. The Mila Kresnik who first summoned Maxwell, she was known as the Singing Handmaid. Then perhaps we should sing the Hymn of Proof passed down to her descendants. Jude. So that melody persists in the realm of man. Is it the proof that you sought after? No, it is nothing more than a song. Just a song that was composed on the spot by a young girl named Mila Kresnik. And the words? I suppose you could attribute the loss to humanity's hubris, but at the same time, the melody has persisted through the ages,
I take that as a measure of sincerity. What is the song about? I ask you the same question. Tell me, Jude Mathis, what words would you choose for this song? Lyrics fit for both humans and spirits. How modest. That girl, Mila Kresnik, unlike you, she was far more forceful. She sang about how she wanted to see me and talk to me, and how she'd yank out my beard if I didn't show up. What a painful thought. It was like a little ditty for children. There was nothing fancy or elegant about it at all. But it did have a line about how she'd give me all her mana if I came out to see her. In that sense, you could say it was like a love song as well. I'm just as determined as she was. I can assure you I will make my version of the song come true. It seems that unusual human beings such as yourself somehow show up every few hundred years or so. And to make things interesting, a spirit who believes in him or her appears as well. Maxwell, at the end of the day, what is the proof? You should know that better than anyone else, Maxwell. It is the hearts of men. You did it, Jude! You managed to wield a great spirit spyrite! This is all thanks to you, Luger. And to me, of course. I see, all this time, I already had my proof without even knowing it. Congrats, Jude. You've finally done it. No. You've only taken the first step. Gaius and the others should be all finished by now. Let's go ahead and make our way back to Lady Drisselle's. Luger? What the fuck? Ich will jetzt nicht nochmal zurück zu der... Ah. I never would have imagined that the same underlying principles would govern spirit arts, spirit summoning, and even spyrite creation. I suppose this is an example of failing to see the forest for the trees. Congratulations, Jude. You're ready to create a new future with spyrites. Jude? Rideau said that a living sacrifice was needed to summon Maxwell. But if the proof is the human heart, how did the sacrifice myth end up being passed down to the Spurious Corporation? Because of that, the other Mila died. At some point in history, someone must have believed that a sacrifice was the proof. Instilling your devotion into a song, offering a sacrifice as proof of your devotion. In the broadest meaning, they're both means of expressing what's in one's heart. So, even the nature of the... In conjunction with the heart of the spirit. Rowan, it won't be spyrites that create our... It'll be our own heart. I stand corrected. It is exactly as you say. Gut. Okay, Maxwell Spyrite. Nicht schlecht. Habt ihr die Katze hier schon mitgebracht? Ja. Dann habe ich ja jetzt 100 Katzen. Das heißt, ich muss hier nur noch die letzten beiden Objekte finden und dann habe ich alles. Okay. Jetzt ganz schnell zurück nach Sheraton. Und dann bitte. Der Part ist fast eine Stunde lang. Ich muss den jetzt beenden. Katzenstarke Leistung. Ja, ich weiß, danke. Ja, und wenn ich jetzt noch... Wenn ich jetzt noch die letzten Objekte kriege, wie gesagt, bekomme ich eine Trophäe. Für alle Katzen haben und alle Katzenobjekte gefunden haben. Und dann bekomme ich bestimmt auch noch ein Item bei der Frau. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
Aber erstmal hallo Drizel. Aha! I knew you'd all make it back safely. There was never a doubt in my mind. Forgive me for worrying you so, milady. The concern in your eyes is obvious. Those were just tears of relief. That's all. Everything's going to be okay, Drizel. We smashed those golems to smithereens! So you even subdued the new model. Very good work. Thanks. Jude and Luger persuaded the Spyrite of Maxwell to help. Are you serious? Wow, Jude, that's amazing! And quite a scoop, huh? Well, sure, but that's not why I'm so happy. Who knew that song would prove to be the key to Spyrites? Well, in Maxwell's case at least. Spirits are more like humans than we think. I bet each spirit requires its own proof to gain its trust. Spyrites sound like such a hassle. Oh, well said. So true. Fair enough. I suppose this leaves Origin's trial as our final obstacle. If we want to protect this world and its people, then it's time we make our way to the land of Canaan. Bonuskapitel, die Bedeutung des Vertrauens. Ende. Oh. You're a biggest too! I'm so sorry. We sorta accident. Ein paar Objekte hier bekommen. Was habe ich denn hier bekommen? Jude, Zugang zur Fertigkeit Mila-Synchronisation. Ah. Und Mila-Jude-Synchronisation. Die werde ich den beiden mal kurz ausrüsten. Vielleicht nehme ich doch die beiden mit. Aber ich will eigentlich... Gaius nur so ungern da lassen. Ich würde ihn sehr, sehr gern mit zum Ende nehmen. Jude Synchronisation. Was ist das denn? Lol. Aha. Bei euch beiden ja auch. Mila-Synchronisation, Xilia Spezial. Okay. Ja, die beiden mitnehmen wäre natürlich eigentlich auch schon cool, aber... Wie sieht's hier jetzt aus mit der Freundschaft? Ah, ist auf jeden Fall sehr fortgeschritten. Gaius habe ich fast komplett voll wieder. Eigentlich deswegen allein, das darf ich ihn nicht weglassen. You're a steadfast man, but I'm such a worrywart. I still worry about you. Perhaps I'll make it a point to worry about worrying. Ganz kurz, ich lasse dich gleich ausreden, aber erstmal, was hat es gerade eigentlich gebracht hier, was ich jetzt ausgerüstet habe? Aha. Das heißt, die können quasi jeweils die Tatsache, die Spezialfertigkeit des jeweils anderen machen. Cool. Taken on such a majestic bearing lately. And why shouldn't he? Look how many cats he rules over now. I guess so. In fact, he's almost transcended kinghood. He's like a cat emperor now. That even outranks a lord of spirits! What? No one outranks Maxwell. Not even a cat emperor. His Majesty begs to differ. All hail Emperor Rollo! This is absurd. Luger, tell them. What? Isn't it obvious? All you have is the 4 great spirits. Meanwhile, Emperor Rollo rules over 100 cats. Rollo may have numerical superiority, but if I were to make him bend the paw to me, what of his empire then? Let us settle this once and for all, Rollo. You against me. Stand and fight, Emperor! What is the meaning of all this commotion? Well, it's... Violent imperial overthrow, I guess?
Okay, liebe Leute, das war's für den Part jetzt erstmal. Ich werde offscreen speichern gehen. Ich mache jetzt, wie gesagt, offscreen die beiden Quests, die wir haben. Am Anfang des nächsten Parts probiere ich danach ganz kurz eine Bonus-Quest und dann gehen wir ins 16. Kapitel. Bis dann und ciao.